Hallo Freunde, das ist Team das Selvas. Wir bringen Ihnen die dritte und letzte Episode des heldenhaften und hoffentlich siegreichen Kampfes unserer Fallschirmjäger um die hart erkämpften Positionen auf der Primosole-Brücke über den Simeto-Fluss in Catania, Sizilien. Die alliierten Streitkräfte haben unsere Stellungen entlang der Ufer und die dort gelegene strategische Brücke gewaltsam angegriffen. Der Angriff, der von gepanzerten Einheiten des Königlichen Panzerregiments angeführt wurde, wurde größtenteils durch die wertvollen Panzerabwehrwaffen der Wehrmacht neutralisiert, mit besonderem Schwerpunkt auf der Flak 88 mm Kanone, die ursprünglich eine Flugabwehrwaffe geworden ist, die aber zu einer wertvolles Kapital im Kampf gegen die feindlichen Panzer. Unsere Verteidigungslinien, insbesondere die am Südufer des Simeto gelegenen, wurden von den kombinierten Waffen des Feindes schwer getroffen und forderten viele Verluste. Diese Kräfte bleiben trotz der großen Zahl von Opfern aus mindestens zwei Gründen relativ intakt und organisiert. Die erste war die Zerlegung von Einheiten in spezialisierte Gruppen, von denen eine mit Gewehren und MP-40 Maschinenpistolen mit begrenzter Schussweite am Südufer des Simeto-Flusses näher am Feind positioniert war, wo sie sich als sehr effektiv und tödlich erwiesen. Die Untergruppe mit den MG-42 Maschinengewehren, die die Feuerbasis der Einheit bildeten, wurde an das Nordufer des Flusses verlegt, um Truppen im direkten Kampf mit dem Feind aus der Ferne zu unterstützen. Der zweite Grund für den bisherigen Erfolg ist die Professionalität und Erfahrung des Fallschirmjägerkorps und seiner Offiziere, die an den verschiedenen Fronten, an denen sie gekämpft haben, furchtlos und unbezwingbar waren, und ihre Ehrfurcht vor dem Motto Treue um Treue, die sie in ihren Uniformen und im Herzen tragen. Die Tapferkeit und der Heldenmut dieser Truppen sorgen für eine weite Verbreitung der Ehre des Eisernen Kreuzes an mehrere seiner Mitglieder, die sicherlich von unserem Führer aus eigener Kraft verliehen werden wird. Bell, wie tut Fortadele, lets continuities heroic battle. Mit dem gefährlichen Vormarsch der britischen Truppen auf die Primosole-Brücke ist es an der Zeit, das starke Feuer unserer 120 mm Mörserartillerie auf die Südspitze dieses Ziels abzufeuern, wobei darauf zu achten ist, dass es nicht beschädigt wird, da wir es verwenden können. Diese Ressource bei einem eventuellen Gegenangriff unserer Streitkräfte. Dieses Feuer ist beeindruckend und bestraft britische Truppen hart. Gleichzeitig feuern unsere Einheiten mit Maschinengewehren ständig, was dem Feind zahlreiche Verluste zufügt, dessen Angriffsstärke langsam nachlässt, und viele Soldaten versuchen, dieses wahre Tötungsfeld zu verlassen.
diesem Moment betritt unsere Unterstützungseinheit mit schweren Maschinengewehren das Kampfgebiet und begibt sich auf die Brücke, von wo aus sie helfen werden, die britischen Einheiten zu unterdrücken, die sich dem Ort nähern. Diese Truppen bewegen sich trotz der Menge an Ausrüstung, die sie tragen, schnell zu ihren Positionen, um ihren Waffenbrüdern zu helfen, und freuen sich, die Ehre zu teilen, an dieser heroischen Schlacht teilzunehmen. Das konzentrierte Feuer unserer Einheiten am Nord- und Südufer des Simito-Flusses erweist sich als unüberwindbares Hindernis für den Feind. Es ist der uralte Kampf des Meeres gegen die Felsen. Die Aufnahmen unseres Artilleriefeuers sind beeindruckend, und mit jeder Explosion kühlt es die Dynamik des Angriffs des Feindes ab und vernichtet seine Hauptangriffslinie. Sicherlich hatten die Alliierten nicht erwartet, von unseren Truppen eine solche Wildheit und Entschlossenheit zu finden. Die britische Infanterie, ohne die Unterstützung ihrer gepanzerten Einheiten, bereits durch die enorme Wirksamkeit unserer Panzerabwehrwaffen zerstört und ohne auf das Feuer ihrer mächtigen Artillerie zählen zu können, leidet unter der Gefahr von Verlusten durch befreundetes Feuer enorme Verluste. Aus der Vogelperspektive des Schlachtfeldes kann man erkennen, dass unsere Verteidigungslinien in der gesamten Region intakt bleiben und die feindlichen Truppen derzeit nicht genug Kraft haben, um die strategischen Ziele zu gefährden.
Mit dem Abzug ihrer Infanterie entfesseln die Alliierten die gesamte Feuerkraft ihrer Artillerie auf einige unserer Stellungen, was eine große Zahl von Verlusten verursacht. Unsere schnell errichteten Schützengräben erweisen sich als zerbrechlich und bieten keinen ausreichenden Schutz für diese Truppen. Dies führt uns zu der Frage, warum der Feind diese furchterregende Waffe nicht früher in der Schlacht eingesetzt hat. Verteidigungslinien im Osten leiden schwer und mehrere Züge werden in Sekundenschnelle eliminiert. Die Intensität und Dauer dieses Artilleriefeuers wurde in den verschiedenen Gefechten der Fallschirmjäger selten beobachtet.
Während das Artilleriefeuer der Alliierten Terror unter unseren Truppen auslöst, verlassen britische Truppen den Einsatzort, um sich neu zu organisieren und möglicherweise irgendwann den Versuch der Übernahme der Primosole-Brücke zu erneuern. Einige unserer Einheiten sind bereits unterwegs, um alle verbliebenen britischen Streitkräfte am Südufer des Flusses Simeto zu vernichten, und dies markiert das Ende dieser glorreichen Schlacht. Nun, Freunde, wir kommen zum Ende dieser Schlacht mit einem totalen Sieg für unseren Fallschirmjäger und mehr als das, was dem feindlichen Personal eine große Anzahl von Verlusten zufügt, mit 289 Mann getötet, 191 verwundet und 1 gefangen genommen als Material, mit der Zerstörung von 8 Schamans. Dies hat uns jedoch viel Geld gekostet, da wir 202 gut ausgebildete Männer verloren haben, die angesichts der Schwierigkeiten der Wehrmacht an der Ostfront schwer zu ersetzen sind. Aus unserem Abschlussbericht geht hervor, dass es den alliierten Streitkräften gelungen ist, eines ihrer Ziele zu halten, nämlich das Südufer des Simeto-Flusses. Da wir mit dieser Einschätzung nicht einverstanden sind, wurde zu diesem Thema eine Umfrage durchgeführt, die wir Ihnen jetzt zeigen. Westlich des Operationsgebiets gehört uns das Südufer des Flusses Simeto, und britische Truppen sind weit davon entfernt, unsere Position im Sektor zu bedrohen. Diese Situation wiederholt sich in diesem Sektor. In der Zentralregion fanden wir tatsächlich Beweise dafür, dass einige feindliche Soldaten in diesem Gebiet geblieben sind, aber sie wurden vollständig unterdrückt und würden leicht von unseren Truppen eliminiert werden, die sich in Position begeben. Das einzige wirkliche Risiko war ein letzter Schamanpanzer, der in der Region aktiv blieb. Jedenfalls gelang es uns zu verhindern, dass die strategische Primosole-Brücke in die Hände der Alliierten fiel, und verlangsamten den Vormarsch der 8. Armee entlang der Ostseite der Insel. Nun, Freunde, die schmerzhafte Zeit des Abschieds ist gekommen, doch zunächst möchten wir den wahren Helden dieser beeindruckenden Schlacht huldigen. Das von Volke kommandierte Geschwader in den Schützengräben der östlichen Region, das 17 Opfer unter den feindlichen Kräften verursachte. Das von Krüger kommandierte Geschwader, ebenfalls in den östlichen Schützengräben, erhielt mit seinen 14 Verlusten das Eiserne Kreuz. Die Prominenz in den Schützengräben im Westen war himmelweit, der mit seinem Geschwader dem Feind 22 Verluste zufügte und auch eine hohe Anzahl von Verlusten erlitt. Unter den Flak 88 Einheiten ist Commander Wienhold mit 11 Verlusten unter feindlichen Truppen und der Zerstörung von 2 Schamanpanzern die Hauptrolle. Grafs beeindruckende Leistung mit 19 Verlusten brachte diese Zählung fast allein ein, da sein Begleiter im Kampf um die Brücke verwundet wurde. Eisernes Kreuz. Und als ganz wichtiger Höhepunkt, um zum Erfolg unserer Truppen beizutragen, ist Kirchner mit unglaublichen 26 Opfern durch das gezielte Artilleriefeuer auf die feindlichen Truppen. Nun, Freunde, jetzt sind wir wirklich am Ende dieses Kampfes angelangt und verabschieden uns. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vielen Dank fürs Zuschauen. Bleiben Sie gesund und tragen Sie eine Maske. Namaste.